In der heutigen Folge von Ich geh angeln. So, wir sind jetzt im schönen Sachsen-Anhalt angekommen. Victor, bist du schon da? Aber dass wir gleich hier im Urwald fahren, muss ich jetzt nicht. Hat Power. Yes! So, wir sind jetzt im schönen Sachsen-Anhalt angekommen. Sachsen-Anhalt, da gibt es ja richtig viele schöne Gewässer, vor allem jetzt die Elbe, große Flüsse, die es hier gibt, wie die Havel auch. Und der Andreas von Global Fishing hat mich eingeladen, hierher zu kommen zum Angeln, weil er in den letzten Tagen hier sehr gut gefangen hat in der Havel. Eigentlich wollten wir zur Elbe, aber er meinte, Elbe vielleicht durch das Hochwasser nicht ganz so gut. Also wir gucken mal, was geht, was er uns empfiehlt und dann, ne? Keiner da? Gehen wir einfach mal rein hier. Okay, guck mal hier, das kennt ihr vielleicht von den Ködervorstellungen. Hier, guck mal hier. Verlose ich nachher. Andreas, hi. Hey! Mensch, Victor, bist du schon da? Ja, Viel zu selbstverständlich. früh, ich habe meine Arbeit noch gar nicht geschafft. Komm, Andreas. Aber wir sind zum Fischen verabredet heute. Ja, Ja, cool, dass du da bist, Mensch, freut mich. du hast mich eingeladen. Wenn du mich einlädst und mir große Fische zeigst, dann komme ich. Ja, hier ist ein bisschen was zu holen, ja. Was machen wir denn? Du hast ja gesagt, eigentlich Elbe oder Havel, weil es halt nicht so gut lief. Ja, na, du hattest ja gesagt, du wolltest eigentlich ganz gerne mal an die Elbe. Und die Elbe hat nach dem Hochwasser doch ein bisschen gelitten. Also ich habe letztes Jahr ganz gut gefangen. Dieses Jahr ist es echt mühsig, überhaupt einen Zander über 60 zu bekommen. Da dachte ich, wir fahren heute einfach mal an die Havel. Du bist der Guide, du sagst, was geht und dann folge ich dir. Ich schmeiß mal einfach ein paar andere Klamotten über und dann würde ich sagen, fahren wir los, oder? Überbereit. Also, Ja, super. auf geht's. Und hier stellst du jetzt deine Boxen zusammen, oder? Naja, die Boxen, also dafür liegt ja schon ein Teil Ware hier. Das ist jetzt alles rein, was hier in den Regalen ist für Global Fishing, so das Hauptlager. Also die Sachen, die schnell versendet werden müssen. Und dann gibt es noch ein zweites Nebenlager, wo so die großen Sachen liegen. Aber für die Fishing-Box-Sachen haben wir auch schon etliche schon hier. Muss ja vorplanen, ne? So circa 7000 Köder liegen da schon auf Lager. Ja, krass. Ja. Und was ist in der nächsten Box drin? Naja, das wollen viele immer gerne wissen, aber es ist natürlich geheim. Das macht ja den Spaß aus, dass man was bekommt, was, naja, wo man eigentlich nicht weiß, was da so drin ist. Aber im Schnitt sind es dann auch wieder so 4 bis 7 Markenköder. Aber was willst du jetzt nicht verraten? Ich will den Leuten nicht den Spaß nehmen, du Victor. Die geht ja am 16. raus und da wollen die Leute sich auch drauf freuen, ne? Ja. Ja, coole Sache. Ja, Köder und sowas hast du alles dabei oder soll ich noch was einpacken? Ja, was brauchen wir denn? Naja, Gummifisch ist immer eine gute Wahl. Die Köpfe dürften nicht zu leicht sein, weil Strömung ist jetzt ein bisschen drauf. Die haben das sehr runtergelassen. Also ich sag mal so alles ab 10 Gramm und schöne kleine Gummifische, so 10 Zentimeter, irgendwas in der Größenordnung. Barschartig, weil viele Barsche da als Köderfisch drin sind. Das wird ganz gern genommen. Ja, ein bisschen habe ich was mit. Ja, na zur Not, Wo wir halt ich habe ja Köder Ja, genug, ja. wenn Ich nicht, nehme auch kommen noch, wir ich noch mal. packe auch noch was ein. Ja, nee, klar. Ich habe was da, aber ich verlasse mich da auf deinen Tipp einfach. Ja, okay, alles klar. Gut. Ich dachte, dass wir in die Natur fahren, aber dass wir gleich hier im Urwald fahren, muss ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich schön hier. Nicht schön für die Stoßdämpfer, aber zum Angeln bestimmt geil. Ja, also die übelsten Wege hier.
Du siehst, die Strecke ist ganz schön lang, die wir hier befischen können. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen weiter noch aufwärts, da wo ich den meisten Fisch gefangen habe. Aber wenn der Wind jetzt noch zunehmen sollte, wir haben so 100 Meter hin, da ist eine Baumgruppe, da können wir ganz windgeschützt fischen. Und was ich jetzt auch ganz cool finde, hier siehst du einfach mal so über 150 Meter, also im Prinzip Sandstrand mitten an der Havel. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ne? Das ist jetzt natürlich auch durch das Hochwasser gekommen, weil hier, wo wir jetzt stehen, da stand so, kannst du sagen, über den Daumen 2,5 Meter Wasser über dir. Krass. Ja. Also, ja. Schon ein bisschen. Aber sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ja, hier sind schöne Stellen. Also wir fahren einfach mal jetzt noch so 500 Meter weiter und dann können wir anfangen zu fischen. Also sind wir dann in einer Stunde ungefähr da. Ja, okay. Mit dem Tempo. Hab jetzt gerade kurz überlegt. Ja. Nee, alles klar. Hier? Ja, ich wollte es einfach schon mal zeigen. Hier könnte man nachher noch fischen. Wie gesagt, wenn der Wind noch ein bisschen mehr wird, wir sind eigentlich richtig gut geschützt. Da blutet mir fast eigentlich das alte Karpfenanglerherz, weil hier könnte man gut auf Karpfen ansitzen, aber leider fehlt mir die Zeit. Aber lass uns mal hingucken da. Was? Geil. Auf was nimmt man das? Auf welche Fische? Ja. Naja, wenn man in den USA dann bestimmt auch aufpasst, ne? Ja klar. Ah, schön. Schön so Offset-Haken. Perfekt. Das ist eine ehemalige Anlegestelle für Schiffe, also die ganzen nächsten 2 Kilometer, und deswegen auch die Steinpackung hier. Und hier durftest du früher, also zu Ostzeiten, gar nicht ran, weil hier nur Westschiffe ankern durften. Und dann wäre ja die Gefahr gewesen, dass du mit abgehauen wärst. Also das war alles hier. Deswegen geht es auch relativ steil gleich runter, und in dieser Steinpackung stehen die Kleinfische und deswegen natürlich auch die Räuber. Ne? Ist ja auch ganz schön Strömung hier, ne? Ja, das ist ganz anders. Also es sind ja hier nur ungefähr 7 Kilometer. Dann mündet die Havel schon in die Elbe und da ist nochmal ein Wehr vor. Und manchmal lassen sie es halt extrem ab, dann ist schon Strömung drauf. Aber wenn das hochgestaut wird, dann steht es hier auch manchmal fast. Ne? Aber so ist eigentlich die Regel, wie es fließt. So, jetzt sind wir ja endlich am Wasser. Und das sieht eigentlich ganz gut nach Raubfisch aus. Wir haben zwar noch nichts, aber ich könnte mir vorstellen, da geht heute noch was. Schauen wir mal. Müssen wir uns Mühe geben. So, Andi, ich habe ja einen richtigen Köder jetzt, ja? Okay. Was muss ich hier noch beachten? Mit der Strömung und so. Naja, schau halt mal, du hast, siehst du hier die Steinpackung. Also es geht relativ steil runter, weil das alte Anlegeplätze für Schiffe waren. Das heißt, in der Steinpackung steht natürlich der Kleinfisch drin und logischerweise dann sind da auch die Räuber. Oder du wirfst halt mal richtig raus mitten in die Strömung. Wenn du da einen Barschschwarm erwischst, dann kannst du da auch sehr gut fangen. Aber die Hechte stehen erfahrungsgemäß hier vor der Steinpackung. So, wir haben jetzt angefangen zu angeln. Ist jetzt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Gerade Strömung, Wind und so weiter ist ein bisschen anders jetzt als gewohnt. Aber vom Gefühl her könnte man schon denken, okay, es geht was. So, an das Gewässer muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen, weil die Strömung doch ganz schön hart ist. Und in der Spree bei uns zu Hause, da fischen wir ja vielleicht mit 5, 6, 7, vielleicht 8 Gramm. Und hier ist Minimum 10 Gramm angesagt. Und ja, mal sehen, ob ich damit zurechtkomme. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber ein guter Angler, ne? Der fängt überall. Und wie läuft's? Du, ich habe mir ganz erfolgreich schon einen Fisch abgerissen, also einen Gummifisch. Nee, einfach ein bisschen warm werden jetzt. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter stromabwärts.
ganz kleiner, aber entschneidert. So, Andi, jetzt musst du erstmal nachlegen. Ja, genau. Werde ich mal nachziehen, du. Aber Hechte gibt es ja hier reichlich, ne? Ja. Aber der war untermaßig, den muss man jetzt. Ich kann es schwer schätzen. Nee, müsste eigentlich ein ich dachte eben ein Barsch, ein größerer, aber ist doch ein kleiner Hecht. Aber er macht trotzdem Druck. Unglaublich, der ist vielleicht 40, 45, aber guck's dir an. Liefert einen schönen Drill. Ja, klein, aber fein. Hat einen schönen Drill geliefert, der Kollege. Ja, schön, ne? So kann es weitergehen jetzt. Fängt's an. Ja. Mitten aus dem Strom rausgeholt. Die werden immer größer. So stelle ich mir das vor hier. Na? Picknick zwischendurch. Das ist ein 1A-Guiding, oder? Absolut. Kleinen Käffchen und ein Stückchen Kuchen, dann steigt die Laune gleich wieder. Ja, wenn ich Werbung für dich machen soll, Andi, als Guide, dann musst du sagen. Was nimmst du Ja. pro Stunde? Nee, da ist mein Fangerfolg zu variabel. Ja, ich finde es immer schade, wenn die Leute so tun, als wenn sie immer nur Fisch fangen. Also das gehört auch dazu, wenn du einfach mal losgehst und du fängst nichts oder nur kleine Fische. Das ist genauso ein Tag wie einen, wo du einen schönen Fisch hast, finde ich. Das gehört zum Angeln dazu. Ja klar, Ein bisschen draußen sein. genau. Wir haben ja trotzdem unseren Spaß gerade. Schön Käffchen, Kuchen. Also wir haben jetzt hier ein bisschen Strömung und ich finde es da für mich immer ganz gut, wenn man die Strömung für sich arbeiten lässt. Das heißt, ruhig mal quer zur Strömung werfen, den Gummifisch oder den Köder runterbekommen und dann driftet der durch die Strömung auch rum und man kann den Grund ganz gut abtasten. Das ist immer eine ganz gute Alternative, wenn Strömung vorhanden ist, so wie jetzt hier in dem Bereich der Havel. Viktor! Oh, der ist nicht schlecht. Oh. Komm mal her, du. Der ist gut. Oh. Ich hoffe, er sitzt wirklich gut. Da ist halt ein Einzelhaken, ne? Viktor, komm mal bitte her und mach mal die Abhackmatte klar. Schon gesehen, was es ist? Nee, aber ich schätze auf einen schönen Hecht. Hat Power. Ist das geil. Ich kann es schwer schätzen von der Größe, weil die Strömung hier viel ausmacht, aber du siehst hier, der geht ganz schön rein. Komisch kommen die. Mache du. Ja, die musst du auch ausdrillen. Ich hoffe, der sitzt wirklich gut, weil es halt ein Gummifisch mit einem Einzelhaken. Ja. Was schätzt du, Victor? Ja, kommt an die 90 ran vielleicht. Also geile Sache auf jeden Fall. Vorhin hat er ja schon einen verloren, der Andi. Jetzt hat er einen richtig geilen dran. Noch haben wir ihn nicht am Land. Du. Das kann manchmal kurz vorher bei einem Einzelhaken immer noch was passieren. Ja? Victor, jetzt musst du nachlegen, würde ich sagen. Willst du mich jetzt unter Druck setzen, ja? Etwas. Ja, das schaffst du nicht. Der Power, ey. Ja. Jetzt aber. Ich sehe das schon schief geht.
So, Viktor. Geil. Ha? Geil, geil, geil. Das ist doch schon mal ein ganz guter Fisch. Aber ich würde schon sagen 90, oder? Ja, könnte knapp die 90 knacken, ja. Ein bisschen gerader vielleicht nochmal. Ja. Naja, wollen wir nicht übertreiben, es sind 91. Ja, auf jeden Fall. Glatte Sache. Ich hab's dir gesagt, beim Schätzen bin ich. Ich habe nicht gedacht, ich habe eher auf 85 noch geschätzt, aber so wie er dann abgegangen ist. So, dann entlassen wir den mal ganz gerne wieder, ne? Der soll ja noch ein bisschen Brut bringen. Bisschen akklimatisieren, aber der Bursche hat so viel Feuer, dass er mir auch noch die Hose nass macht. Geil. Geile Sache. Na, Viktor, und ging noch was? Ich habe nichts mehr bekommen, aber es war auf jeden Fall geil. Okay, schön. Ich habe mir gleich natürlich noch mal fein was abgerissen zum Schluss. Das muss auch noch mal sein. Und? Hat's dir Spaß gemacht? Andreas, es war ein richtig geiler Tag. Ja, es war das erste Mal in so einem Gewässer für mich mit so viel Strömung. Also es war schon schwer auf jeden Fall, aber insgesamt können wir uns nicht beschweren. Ich denke, es war vom Fangerfolg geil. Wir hatten mehrere Hechte. Andreas hat natürlich den größten mit 91 cm. Ein paar kleinere haben wir noch verloren oder nicht gefilmt. Insgesamt also absolut top. Kann ich nur weiterempfehlen, das Gewässer, obwohl natürlich die Spots verraten wir jetzt nicht, ist klar. Ansonsten, wie ist dein Fazit? War das okay vom Fangerfolg? Ja, erstmal noch mal ganz kurz zu den Spots. Also ob jetzt hier jemand noch fischt oder nicht, das ist eigentlich hier so viel Fläche. Ein schöner Fisch war dabei auf jeden Fall, wobei da würde ich wirklich sagen, kommt es nicht auf die Größe drauf an, sondern wir sind beide aus dem Schneider. Es waren ein paar Hechte bei, ein paar Barsche und insgesamt war ein schöner Tag, oder? Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gut gefallen hat, dann wäre es ganz toll, wenn ihr es wie immer liked, wenn ihr was in die Kommentare schreibt und natürlich den Kanal abonnieren, keine Frage. das wäre super. Und für die, die es noch nicht wissen, es gibt auch eine Facebook-Seite, also einfach mal raufklicken und gefällt mir und dann seid ihr Fan und verpasst auch nichts Neues. Also bis zum nächsten Mal, Leute, haut drin. Wir sind heute im schönen Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ja ein... Vicky, du darfst mich nicht überrennen. Entschuldige. Nee, ich komm, so schnell kann ich nicht rückwärts laufen. Und es kommt nicht in die Outtakes. Ja, ja. Ist jetzt aufgenommen, du Arsch? Ja. Und ich werde es veröffentlichen. Wenn du das machst, Alter. Und auf deine Seite stellen. Die werden immer größer. Wie kommst du jetzt darauf? Willst du damit sagen, dass der größer ist als meiner? Insgesamt also ein Bombentag, muss man sagen, hier an der Havel. Und das ist natürlich jetzt scheiße. Dann wäre es richtig cool, wenn ihr das liked, wenn ihr den Kanal abonniert und was macht? Liked, hatten wir schon. Abonniert, hatten wir schon. Was muss man noch machen? Okay, wir haben jetzt wirklich noch eine Minute zum Drehen. Also wenn ihr Facebook-Mitglieder werden wollt, dann einfach... Oh, fuck. Wie heißt denn das Wort? Fans. Ihr Facebook-Mitglieder.